Die Streitkräfte sind bewaffnete Einheiten, die von Staaten gebildet werden, um die Unabhängigkeit, Souveränität und territoriale Integrität eines Landes mit Soldaten und Waffen zu schützen. Die Hauptstreitkräfte eines Staates sind das Heer, die Marine und die Luftwaffe. Heute werden wir über die ukrainische Armee und ihre militärische Stärke sprechen. Lassen Sie uns beginnen. Die Ukraine ist ein Land in Osteuropa, das für seine Badeorte am Schwarzen Meer und bewaldeten Bergen bekannt ist. Die Ukraine ist das flächenmäßig größte Land Europas und hat eine Bevölkerung von ungefähr 41 Millionen Menschen, was es auf den 34. Platz der weltweiten Bevölkerungsrangliste bringt. Die Hauptstadt ist Kiew. Die ukrainischen Streitkräfte rekrutieren Männer im Alter von 18 bis 27 Jahren für den Wehrdienst und akzeptieren sie auch für den Vertragssoldatendienst. Die Dauer des obligatorischen Wehrdienstes beträgt 18 Monate, während sie für Personen mit Hochschulbildung auf 12 Monate verkürzt wird. Am 24. August 1991 erklärte die Ukraine ihre Unabhängigkeit und der Oberste Rat der Ukraine beschloss, alle militärischen Einheiten der Streitkräfte der Sowjetunion auf ihrem Territorium zu übernehmen und das Verteidigungsministerium der Ukraine zu gründen. Zu dieser Zeit gab es auf dem Gebiet der ehemaligen Ukraine 3 Militärbezirke mit mehr als 700.000 Soldaten. Die Ukraine übernahm auch die viertgrößte Armee der Welt, die mit Atomwaffen, modernen Waffen und militärischer Ausrüstung ausgestattet war. Die strategischen Atomstreitkräfte auf ukrainischem Gebiet bestanden aus 176 Interkontinentalraketen und ungefähr 2600 taktischen Atomwaffen. Darüber hinaus erwarb die Ukraine 700 Panzer, 11.000 Infanteriekampffahrzeuge und gepanzerte Mannschaftstransporter, 18.000 Raketen und Artilleriegeschütze sowie 2.800 Flugzeuge. Die Formation der ukrainischen Streitkräfte berücksichtigte die komplexen und unsicheren militärpolitischen Situationen in den umliegenden Gebieten der Ukraine, das Vorhandensein von Konfliktzonen, territorialen Streitigkeiten und lokalen Konflikten wie Karabach, Südossetien und Tadschikistan, die Bedrohungen für das postsowjetische Ukraine darstellten. Gleichzeitig wurde davon ausgegangen, dass von fortgeschrittenen Ländern kaum militärische Bedrohungen gegenüber der Ukraine bestehen würden. Am 11. Oktober 1991 führte die Entwicklung der ukrainischen Streitkräfte und das Verteidigungskonzept zur Gründung der ukrainischen Armee, Luftwaffe und Marine. Die Bildung der ukrainischen Streitkräfte wurde jedoch aufgrund unzureichenden Personals, Waffen und militärischer Ausrüstung in den militärischen Strukturen behindert. Der Plan, die Streitkräfte nach dem Vorbild der westeuropäischen Armeen zu modellieren, erwies sich aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten und der Unvorbereitetheit des militärischen Personals als unmöglich. Am 24. Oktober 1991 akzeptierte der ukrainische Oberste Rat die Entscheidung über die Entnuklearisierung der Ukraine. Am 14. Januar 1992 wurde ein trilaterales Abkommen zwischen Russland, den Vereinigten Staaten und der Ukraine unterzeichnet. Gemäß diesem Abkommen wurden alle Kernwaffen demontiert und an Russland zurückgegeben. Strategische Bomberflugzeuge und Raketensilos wurden zerstört. Im Dezember 1994 wurde das Budapester Memorandum über Sicherheitsgarantien unterzeichnet, das die Verbreitung von Kernwaffen durch die Ukraine verhinderte. Als Ergebnis dieser Maßnahmen befanden sich ab Juni 1996 keine Kernsprengköpfe oder Munition mehr auf dem Gebiet der Ukraine. Am 20. Januar 1997 wurde ein staatliches Programm zur Bildung und Entwicklung der ukrainischen Streitkräfte bis 2005 genehmigt, unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer groß angelegten militärischen Bedrohung. Diese Entscheidung zielte darauf ab, die Streitkräfte zu reduzieren und gleichzeitig ihre Qualität zu erhöhen. Das staatliche Programm verlief jedoch nicht wie geplant, da nur 20–30% der benötigten Finanzierung für die ukrainischen Streitkräfte bereitgestellt werden konnten. Im Jahr 2012 setzte das ukrainische Verteidigungsministerium im Auftrag des damaligen Präsidenten eine Reform um, die darauf abzielte,
die Anzahl des militärischen Personals von 192.000 im Jahr 2012 auf 70.000 bis 2017 zu reduzieren. Die einzige Funktion der zukünftigen Streitkräfte der Ukraine war es, wichtige staatliche Einrichtungen und den Luftraum zu schützen und bewaffnete Konflikte an der Grenze zu beenden. Im Oktober 2013 wurde eine Anordnung des Präsidenten unterzeichnet, wonach ab dem 1. Januar 2014 der Wehrdienst ausgesetzt und nur noch Vertragsarmeeangehörige in die ukrainischen Streitkräfte aufgenommen werden sollten. Anfang 2014 bestanden die ukrainischen Streitkräfte aus etwa 168.000 Personen, einschließlich rund 125.000 Militärangehörigen. Anfang 2014 annektierte Russland Krim gewaltsam, eine Handlung, die von der Mehrheit der internationalen Gemeinschaft nicht anerkannt wurde. Es gab 18.800 ukrainische Soldaten, die in Sewastopol und Krim eingeschlossen waren und entweder evakuiert werden und weiterhin in der Ukraine dienen oder einen Eid ablegen und dem russischen Dienst beitreten mussten. Etwa 70% des militärischen Personals der ukrainischen Einrichtungen auf der Krim erklärten, dass sie weiterhin im Dienst der russischen Armee bleiben wollten. Am 1. Mai 2014 wurde aufgrund der Eskalation der Situation im Osten der Ukraine durch den von der Russischen Föderation begonnenen bewaffneten Konflikt der Wehrdienst erneut eingeführt und eine Mobilisierung angekündigt. Der höchstrangige Kommandant der ukrainischen Streitkräfte ist der Präsident der Ukraine. Die direkte Führung der ukrainischen Streitkräfte in Friedens- und Kriegszeiten liegt beim Generalstabschef der ukrainischen Streitkräfte. Der Generalstabschef wird nur vom Präsidenten der Ukraine ernannt und abgesetzt. In den ukrainischen Streitkräften gibt es 200.000 aktive Soldaten, 250.000 Reservisten und insgesamt 407.000 Personen mit Kriegserfahrung. Die ukrainische Armee verfügt über 2.800 Panzer, davon sind 155 ukrainische T-84 Panzer. Dank fortschrittlicher Panzertechnologie werden sie als eine der stärksten Panzer der Welt betrachtet. Darüber hinaus gibt es 340 T-80 und 300 T-72 Panzer sowie weitere T-64 Panzer. Die ukrainische Armee verfügt auch über 8.217 gepanzerte Fahrzeuge, 1.302 motorisierte Artillerieeinheiten, 1.669 Artillerieeinheiten und 625 Mehrfachraketenwerfersysteme. Seit April 2014 wird kontinuierlich daran gearbeitet, die ukrainischen Streitkräfte zu modernisieren. In den letzten Jahren hat die Armee begonnen, modernere und technologisch fortschrittlichere Ausrüstung einzusetzen. Die Armee führt regelmäßig Militärübungen durch und aktualisiert das Personal kontinuierlich, um jederzeit kampfbereit zu sein. Wenn wir die laufende russische Besatzung in Betracht ziehen, ist es eine Tatsache, dass diese Vorbereitungen und Schulungen sehr nützlich waren. In der modernen Kriegsführung spielt die Luftfahrt eine bedeutende Rolle, da die Kontrolle über die Lüfte auch die Kontrolle über das Land bedeutet. Die ukrainische Luftwaffe verfügt insgesamt über 285 Flugzeuge, darunter 42 Kampfflugzeuge, 25 Angriffsflugzeuge, 31 Transportflugzeuge, 71 Trainingsflugzeuge und 5 Spezialflugzeuge. Darüber hinaus gibt es 111 Hubschrauber und 34 Kampfhubschrauber in der Luftwaffe. Viele der sowjetischen Flugzeuge, die von der Ukraine nach dem Zerfall der Sowjetunion übernommen wurden, sind immer noch im Dienst der ukrainischen Armee. Nach der Unabhängigkeitserklärung hatte die Ukraine keine finanziellen Möglichkeiten, ihre Flugzeugflotte aufzurüsten und zu entwickeln. Dennoch ist es ihnen gelungen, viele ihrer Flugzeuge zu modernisieren. Die Ukraine hat auch 12 Bayraktar TB2 Drohnen aus der Türkei gekauft und 48 weitere bestellt. Während der Besetzung der Krim war die ukrainische Marine in den Häfen von Sewastopol verankert und wurde von russischen Kriegsschiffen blockiert.
Anschließend wurde in einer Vereinbarung zwischen Russland und der Ukraine die Rückzugs aller ukrainischen Schiffe von der Krim angeordnet. Während die ukrainische Marine sich darauf vorbereitete, etwa 70 Kriegsschiffe und Marineschiffe abzuziehen, hat Russland den Prozess behindert. Angesichts dieses Ereignisses kann man sagen, dass die Ukraine über eine begrenzte Marineverfügung verfügt. Die Marine verfügt nur über 25 einsatzbereite Schiffe, die hauptsächlich kleine Patrouillenschiffe sind. Es ist wichtig zu beachten, dass viele der bisher genannten Daten aus der Vorkriegszeit stammen. Angesichts des laufenden Konflikts und unter Berücksichtigung der Verluste an Personal und Waffen sowie der militärischen Hilfe, die die Ukraine von europäischen Ländern erhalten hat, kann sich die Situation erheblich verändern. Gemäß dem Militärstärke-Ranking von 2022 belegt die ukrainische Armee den 22. Platz weltweit in Bezug auf Kampfkraft. Die Ukraine setzt jedoch ihre Modernisierung der Streitkräfte mit technologisch fortschrittlicher Ausrüstung und Waffen fort. Das ist alles für heute. Vielen Dank, dass Sie das Video bis zum Ende angesehen haben. Vergessen Sie nicht, das Video zu mögen und unseren Kanal zu abonnieren. Auf Wiedersehen!